Milchreis at his best. Mit den Toppings kommen wir auf 6 Kilo. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Damit herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal bei Big N, unserem Hauptkanal, und damit natürlich einem neuen Video und einer neuen Food Challenge. Heute geht's, wie ihr es vielleicht schon im Hintergrund sehen könnt, um Milchreis. Ich glaube, für mich persönlich gibt es eigentlich kein besseres, klassischeres Dessert oder was ich in der Kindheit lieber gegessen habe als Milchreis. Und in Köln gibt es Rocket Rice. Die bieten ausschließlich Milchreis an und das in verschiedenen Variationen, kann ich euch sagen. Vegan, warm, kalt, mit Protein, ohne Protein, Schoko, süß oder natürlich auch Obstvarianten. All das gibt es heute hier auf diesem Kanal zum Testen und natürlich, weil es auf dem Hauptkanal ist, in einer riesigen Portion. Komm, wir gehen rein und schauen, was Rocket Rice und die Milchreis-Challenge heute so zu bieten haben. Unser Video, unsere Challenge findet also bei Rocket Rice Milchreis Bowl statt. Ehrenstraße 18 bis 26 in Köln. Dort befindet sich das Ganze mitten also in der Einkaufsstraße dort. Rocket Rice steht für Milchreis aus einer anderen Galaxie. Ich persönlich habe das Ganze noch nirgendwo anders gesehen, deswegen wird diese Challenge umso interessanter. Und was ich euch jetzt schon sagen kann, neben den fancy Variationen ist dieser Milchreis vor allem cremig. Lang erforschte Rezeptur, sage ich euch, kein 0815. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit den Eindrücken der Zubereitung. Ihr seht, es ist soweit, wir sind am Start und was soll ich euch sagen? Milchreis at his best, ne? Wir haben hier eine riesige Portion, ihr seht noch, ich sag mal, dieses kleine Feuerwerk, so passend dazu zu unserer schönen Kreation jetzt so erstrahlt und ich bin echt gespannt. Wir haben das Ganze gewogen, es sind 5,5 Kilo Milchreis und mit den Toppings kommen wir auf 6 Kilo. Das heißt, wir haben eine riesen Bowl hier, dazu seht ihr, haben wir noch 4 kleinere und diese 4 kleinen, die befinden sich jetzt genau hier drinne und das kriegen wir jetzt von der lieben Carina einmal vorgestellt. Carina, was haben wir hier Schönes? Genau, ich starte mal einmal von links. Da haben wir jetzt Chunky Peanut mit Bananen und Erdnüssen natürlich, Salted Caramel Soße und Peanut Butter Cups. Und dann kommt dazu noch eine Kugel Vanilleeis. Es riecht auf jeden Fall schon mal sehr erdnusslastig. Ja, ist auch mit einer unserer Bestseller und das auch zu Recht. Wir gehen weiter zu unserem Cheesecake. Da haben wir eine Himbeersoße, Lotus Crumble, Cheesecake-Stückchen. Da haben wir Apfelkompott, gerne auch etwas Zimtzucker drüber, wenn gewünscht. Dazu Mandelblätter, Vanilleeis, Rosinen, eine Portion Sahne und einen Balsenkeks on top. Also auch total lecker und eigentlich so ein Klassiker, möchte ich fast sagen. So, und dann kommen wir zum letzten, ne? Genau, das ist der Ya Habibi. Also orientalisch angehaucht, wie der Name schon verrät, mit Rosenwasser, wenn gewünscht. Dazu gibt es eine super geile Pistaziencreme. Granatapfelkerne, Walnüsse, gehackte Pistazien sind auch noch mit drauf und Datteln. Ich freue mich drauf, muss ich sagen. Und das Ganze haben wir jetzt quasi hier so einmal gefüttelt und dann jeweils drauf gemacht. Ne? Das heißt, das gerade, was quasi vorgestellt wurde, das Ganze haben wir jetzt hier drauf. Ich fühle es gerade noch, der Milchreis ist warm. Ne? Wir haben ihn schön warm gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir in die Rocket Rice über 6 Kilo Milchreis Challenge. Legen wir los, auf geht's! So Leute, was natürlich nicht fehlen darf bei uns, das ist natürlich unser Timer und unsere Stoppuhr und es wird hier jetzt kein Zeitlimit geben, denn wir wollen das Ganze genießen. Ich glaube, ich freue mich mega drauf, ich liebe Milchreis. Wir haben einen riesen Löffel dazu bekommen, das heißt, wir werden einfach schauen, wie lange wir brauchen und ob wir die Rocket Rice Food Challenge auch wirklich schaffen. Alle sind gespannt, ich denke ihr auch. Ich wünsche viel Spaß und ich würde sagen, los geht's mit der Rocket Rice Milchreis Food Challenge. So, dann stellen wir uns das hier mal schön davor. Die Zeit läuft und, oh meine Lieben, ich bin so gespannt. Ich liebe Milchreis, das ist wie so Kindheitserinnerung, würde ich sagen. Und dementsprechend nehmen wir unseren riesen Löffel. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ach, wisst ihr was, wir fangen einfach hier mal schön mit ein bisschen Pistazie an. Boah, schaut euch mal hier, der Löffel ist riesig. Schaut euch mal an, wie riecht der. Oh, wir haben schon gekleckert.
Aber erstmal, probieren wir mal. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Lieber Pistazie sowieso in letzter Zeit, ne? Ich sag mal, dieser Dubai-Style da. Aber Pistazie an sich schmeckt das schon wirklich gut. Und es ist wirklich so eine schöne Pistaziencreme, Cranberries, Erdnüsse bzw. Walnuss mit dazu. Richtig, richtig gut. Ich habe mir extra so, ich sag mal, die Jacke jetzt ausgezogen, weil ich dachte, vielleicht wird mir gleich warm. Jetzt gerade ist noch so ein bisschen kühl, muss ich sagen. Zieht auch so leicht, aber der Milchreis schmeckt umso besser. Richtig, richtig geil. Boah, der Milchreis geht auch so runter, ne? 1A. Und Leute, habt mir erstmal noch mal eine Serviette geben lassen, denn ihr wisst, das brauchen wir ja sowieso auf dem Kanal. Also, ich muss sagen, Pistazie schmeckt richtig lecker. Könnte ich jetzt eigentlich schon direkt drauf bleiben. Aber wir würden sagen, probieren erstmal die anderen jetzt auch. Gehen wir jetzt hier rüber. Haben natürlich auch Eis dabei mit dem Peanut. Ich würde sagen, probieren erstmal so. Oh, Peanut. Das sind vor allem jetzt auch so richtig mächtige Sachen, ne? Probieren wir mal. Boah, es schmeckt schon. Vor allem dann auch dieses, ich sag mal, halt das Geile, so mit dem Eis jetzt dazu, ne? Aber vor allem auch so richtig, richtig schön Peanut-lastig. Jetzt gerade die Pistaziencreme hat mich ein bisschen mehr gecatcht. Aber auch mit der Banane, ne? Schmeckt richtig, richtig gut. Ich weiß gar nicht, es sind ja sogenannte so Schokis Cup, ob es Reese's auch ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es Reese's ist. Ja, müsste Reese's sogar sein. Also für alle Reese's-Liebhaber wäre das auch mal was. Oh. Ich liebe Banane und quasi Schoko kombiniert, ne? Und dann noch mit Milchreis dazu. Oh Leute. Alles wie im Himmel, sage ich mal. Dann, wisst ihr was, gehen wir hier daneben mal zum Cheesecake. Probier den mal. Oh, richtig schön, ne? Oh, auch richtig, richtig gut. Und wir haben sogar so Cheesecakes hier mit, guck mal hier, wir haben einen kompletten Cheesecake mit drauf. Also, ne, ihr seht es aber so ein bisschen wie Scribe wahrscheinlich noch. Und einen richtig, richtig schönen Cheesecake mit dabei. Oh, himmlisch. Und was ich direkt merke, alles schmeckt komplett unterschiedlich. Ne? Also von vorne bis hinten. Jetzt gar nicht, dass ich sage, nur mal so ein, zwei Sachen. Das hat einen komplett anderen Geschmack direkt. Ne? Also der Milchreis als Basis, aber einen komplett anderen Geschmack. Boah. Oh, der Milchreis ist so warm. Ne? Das ist halt der Vorteil hier. Ne? Man kann es halt warm und kalt genießen. Ich würde es immer warm mitnehmen, glaube ich. Gerade jetzt, ich sag mal, noch zu den etwas kälteren Zeiten. Oh, geil. Oh, Leute, 6 Kilo. Es ist so viele, 6 Kilo. Halleluja. Schau mal hier, ich muss eben meinen Bizeps anspannen, um das Ding hochzuheben. Und daneben, ich sag mal, so eine normale Portion, ne? So eine normale Portion hier, die, keine Ahnung, schon wahrscheinlich ein halbes Kilo wiegt, die man sich dazu holen kann. Und dann daneben, ich sag mal, unsere Riesenbowl. Und dann sind wir schon beim letzten. Und das ist hier, wie gesagt, ich denke, das mit Apfel, ne? Auch da haben wir so ein bisschen Sahne mit dabei. Habe ich mich vergriffen, war noch ein bisschen Pistaziecreme. Die aber jetzt mal hier, oh, so schön da mit dem Apfelkompott, ne? Ich glaube, das habe ich auch früher, ich sag mal, als Kind gegessen. Immer so schön mit ein bisschen Apfelzimt war ich der Liebhaber. Oh, schön mit Rosinen. Ich denke mal, für den, der Rosinen mag, die Variante. Ansonsten kann man wahrscheinlich, denke ich, sagen, ohne Rosinen. Aber auch mit Rosinen richtig, richtig geil. Dazu ein bisschen Sahne. Passt natürlich der Schoko-Leibniz-Keks mit dabei. Nehmen wir ein bisschen Sahne hier. Damit haben wir soweit alle durchprobiert. Bisher kann ich noch gar nicht sagen, welcher mein Favorite ist. Ich muss sagen, hier der Habibi mit der Pistaziencreme. Ich glaube, Habibi hieß er, ne? Ja, auf jeden Fall der mit Pistaziencreme. War bisher das mich am meisten gecatcht durch diese Pistaziencreme, obwohl ich auch, weil ich das nie mit Milchreis gegessen habe. Aber auch dieses mit dem Peanut schmeckt ganz gut. Ich würde sagen, wir kämpfen uns mal ein bisschen weiter. Vor allem ist jetzt gleich ein bisschen gemischt, da bin ich mal gespannt. Vielleicht entdecken wir hier eine neue Variation, weil ja, ich sag mal, so ein bisschen kombiniert ist. Worauf wir noch kommen, aber eins steht fest, es schmeckt und es ist viel. Let's go.
Let's go, meine Lieben. 6 Kilo gehen nicht mal so eben leer. Auf geht's. Das ist schon fast leer, ey. Ja, so schnell geht's nicht. Vielleicht müssen wir nächstes Mal 10 Kilo machen. Nein, Spaß. Ich muss das erstmal leer kriegen. Den Mund sollten wir nicht zu voll nehmen, wobei das Motto trifft gerade heute, glaube ich, perfekt. Besser denn je. Der Löffel, der hat gerade so in den Mund gepasst, war riesig, genauso wie die Schüssel und das, was noch vor uns steht. Ich habe mal gerade so ein bisschen nachgefragt, was so allgemein so Bestseller ist, ne? Eigentlich so auch die Klassiker, ne? Habibi geht aktuell richtig gut weg, kann ich verstehen, schmeckt mir auch richtig gut. Was mir persönlich richtig gut schmeckt, ist diese Erdnuss, aber es kann natürlich auch richtig rein, weil es richtig mächtig ist, ne? Aber ich glaube, jeder hat da so seinen Favoriten. Das ist auch das ganz Coole, glaube ich, an dem Konzept, dass man natürlich auch saisonal das Ganze halt immer verschieden anbietet. Mir wurde sogar gerade gesagt, so im Sommer gibt es nochmal eine Erdbeere-Variante, Jogurette, ne, die jetzt aktuell vielleicht nicht so rennt, aber im Sommer richtig gut schmecken soll auch. Also, eigentlich echt ganz cool und schmeckt auch super. Aber wir haben noch einiges vor uns. Gibt auch vegane Varianten, nur mit Protein sogar, habe ich gehört. Also für alles, ich sag mal, auch Ernährungsbewussten ist das vielleicht, ich sag mal, der Mittagssnack schlechthin mittlerweile. Vor allem in Köln. Aber machen erstmal weiter, bis noch ein bisschen. Ja, das Ganze habe ich auch gesehen. Das heißt, den Milchreis, den könnt ihr auch ganz einfach vegan bekommen. Auch in der Kalt- oder Warm-Variante. Und für alle Fitness-Ernährungsbewussten gibt es das Ganze auch mit Proteinpulver to go. Ich habe gerade gehört, hinter uns wurde Faxen gemacht. Ich habe es nicht gesehen. Wenn, waren es zum Zeitraffer. Nee, ich muss auch sagen, Leute, wir haben echt Spaß hier. Macht auch sehr viel Spaß, hat auch Spaß gemacht, das Ganze zubereiten. Weil es natürlich auch immer sehr kreativ ist und außergewöhnlich in den Größen. Da muss man auch sagen, wie zuletzt mit den Burgern und sowas alles. Ne? Ich merke ja auch, wie so die Leute hinter die es zubereiten oder so, ja auch mega interessant und spannend finde, ich sag mal, auch in so einer großen Portion das Ganze zu machen. Also ich sag mal so, nicht nur ich hab beim Spaß beim Essen und ihr vielleicht beim Zugucken, sondern auch die letztendlich, die es machen, weil es außergewöhnlich ist. Echt top, ne? Es schmeckt auch wirklich gut. Und was ich noch sagen wollte, ist mir gerade eingefallen, wir hatten ja schön dieses Vanilleeis, ne? Am Anfang war es natürlich noch da, weil der Milchreis warm da. Aber jetzt mittlerweile ist es zerlaufen. Dadurch hat man aber so eine richtig schöne, ich sag mal, kalte Vanillecreme noch oben drüber, die so ein bisschen mehr überall zerlaufen ist. Schmeckt natürlich umso besser, ne? Ach ja, was soll ich sagen? Spaß gehört doch immer dazu. Ansonsten wird es keinen Spaß machen und die Hauptsache ist, dass das Ganze hier Spaß macht. Cheese. So Leute, passt, Dankeschön. So Leute, wir haben netterweise, oh, ihr seht es vielleicht gerade noch so ein bisschen, haben noch Zimt dazu bekommen für alle, die den Kanal schon länger verfolgen. Die wissen natürlich, dass wir auch Zimtlover sind. Jetzt haben wir so ein bisschen Zimt über die Bananen oben drüber. Wurde einfach so gefragt, ne? Weil oben, ich sag mal, ja oben das Topping war und unten mehr der Milchreis, wobei ich sagen muss, dass ich sag mal, oder so viel Toppings da drin sind, dass man wirklich nur mit, also auch jetzt am Boden schon fast so gefühlt, upsie, da mit Milchreis so mit den Toppings hinkommt, aber wenn wir gesagt mit Zimt sagen wir natürlich nicht nein, probieren das Ganze jetzt mal mit Zimt. Dann will ich mir aber jetzt mal so eine Banane mit dazu nehmen. Umso geiler. Ich meine, man schmeckt nicht mit Zimt geiler so ungefähr, ne? Ich esse es tatsächlich auch fast jeden Tag. Ob es jetzt hier auf meinem Porridge auch mal mit Zimt so. Zimtlover bin ich sowieso. Könnt ihr gerne mal schreiben, wie es bei euch aussieht. Schmeckt fast überall. Ihr müsst wissen, überall da, wo ich esse, riecht es irgendwann nach Zimt. Das machst du sehr, sehr schön. Dankeschön. Ach so, ja, das war mein Milch. Dankeschön, Dankeschön. Was ich auf jeden Fall sagen kann, wir haben jetzt, ich denke mal, noch ein Viertel drin, dass es auf jeden Fall eine gute Idee war, ich sag mal, die Jacke auszuziehen, denn man merkt mittlerweile, dass es halt, also es knallt halt rein, ne? Ich meine, mit dem ganzen Peanut, mit dem Milchreis ist übrigens Sahne drin, da ist, ich sag mal, wie hat man es gesagt, es ist nicht der klassische Milchreis oder, upsie, ich sag mal Dr. Oetker, den man so holt, sondern man hat quasi hier so viele Komponenten, ich sag mal, die noch mit da drin sind,
die vielleicht auch das Ganze speziell ausmachen. Also ihr könnt euch das wirklich jetzt nicht so vorstellen, als ob das jetzt hier, ich sag mal so, Anführungsstrichen billiger Dr. Oetker Supermarkt ist, wobei ich das auch nicht abwertend meine zu den Sachen, aber das ist so ein Next Level. Es schmeckt wirklich unfassbar. Ich muss auch sagen, ich habe es noch nie so cremig gegessen. Also das ist wirklich krass, dass es wirklich so cremig ist. Jetzt unabhängig von den Komponenten noch, also von den Toppings, die oben mit drauf sind, aber wirklich zu krass, ne? Also das schmeckt umso besser. Also das muss ich wieder einmal bestätigen, das kann man wirklich nicht vergleichen mit einem Milchreis, den man sich mal eben aus dem Kühlregal holt oder vielleicht sogar selber zu Hause aufmacht, denn das Ganze ist dann doch schon wirklich einzigartig, wie ich es bereits erwähnte, und gönnt euch das Ganze gerne vielleicht kalt im Sommer oder jetzt zur kalten Jahreszeit noch warm. Wir sind schon jetzt teilweise angefeuert worden, um zu ziehen. Es sieht, glaube ich, leichter aus, als es ist, ne? Weil das Ding ist, ich glaube, wir hatten noch keine, sage ich mal jetzt, Food Challenge, die so leicht, ich sag mal so vom Kauen alles drum und drum ist, ne? Weil es ja wirklich dieser, ich sag mal, Milchreisbrei halt ist, ne? Und dadurch lässt sich das natürlich super schlucken und so, ne? Ist jetzt ja ganz anders wie jetzt, ich sag mal, Burger oder was weiß ich, wo man dann, Pizza zum Beispiel, ne? Wo man dann noch so viel so kauen muss, sondern es ist wirklich, ich sag mal, angenehm zum Schlucken, aber das kann ich euch auch sagen, der Magen fühlt sich gleich an und es zieht richtig, weil dementsprechend ist es sofort im Magen und geht ja gar nicht erst irgendwie runter oder so, ne? Oder verdaut. Und es ist jetzt wirklich alles ein Magen und es zieht schon sehr. Also damit kommen wir zum Abschluss. Es ist tatsächlich der letzte große Löffel. Applaus! Dankeschön. Und damit haben wir in, sage ich mal, 25 Minuten, glaube ich. 25 Minuten unsere 6 Kilo Milchreisball gegessen. Das war eine Menge und so fühle ich mich auch gerade, weil, wie gesagt, in der schnellen Zeit sich halt alles so, ich sag mal, im Magen gerade befindet. Aber es war mega lecker, ne? Also, ich sage euch ehrlich, ich bin froh, dass jetzt so hier 4 kleine noch stehen, die gleich, ich sag mal, die Mitarbeiter schön bekommen können noch. Ich habe gehört, da freut sich der eine oder andere vielleicht noch so drauf, weil er auch das Lieblingsding ist. Wenn ich mich verhört habe, dann tut's leid. Aber nein, es war richtig, richtig lecker. Also mein persönliches Favorite bleibt wirklich, ich sag mal, Habibi mit dieser Pistazie und natürlich dann den Cranberries, Granatapfelkern, wurde ich gerade mal so ein bisschen drauf aufmerksam gemacht. Das hat dann wirklich für mich so, ich sag mal auch vor allem durch diese Pistaziencreme richtig, richtig gut geschmeckt. Und wenn ihr überlegt, dass es hier gerade 12 verschiedene Variationen gibt, dann ist, glaube ich, mal für jeden was dabei. Es war richtig, richtig geil. Glaubt es mir, es war anstrengender, als es aussieht. Der Magen zieht gerade richtig. Wie gesagt, 6 Kilo mehr sind gerade drin. Und das Ganze muss ich jetzt erstmal verdauen. Und das werde ich auch. Wenn ihr natürlich in Zukunft wieder dabei sein wollt, dann könnt ihr sogar live dabei sein. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel, wann unsere nächsten Live-Challenges stattfinden. Wir waren ja jetzt schon in Bielefeld live, wir sind in Dortmund live und waren in Hamburg live. Also da könnt ihr auch immer mal live dabei sein. Und ansonsten natürlich auch gerne den Kanal abonnieren, liken, damit ihr auch die zukünftigen Videos nicht verpasst. In den Shownotes oder auch jetzt hier zeige ich euch einmal auch Rocket Rice. Könnt ihr natürlich auch ganz gerne abchecken. Gibt es in Köln. Ich habe gehört, einzigartig bisher. Und alle, die danach kommen, sollen wohl die Nachmacher sein. Also, gerne abchecken alles. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War sehr lecker. Ich verdau ein bisschen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Danke fürs Einschalten. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal auf diesem Kanal bei Big M oder Big M TV, unserem Zweitkanal. Auch gerne abchecken. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.